Ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einem neuen Video. Da läuft der Dexter schon ganz aufgeregt durch die Gegend und ich muss sagen, das, was sich jetzt hier gerade vor mir auftut, damit hätte ich jetzt auch gar nicht gerechnet. Wir sind hier in einem ehemaligen Steinbruch und zwar in der Ortschaft Brunkensen. Das Ganze liegt im Weserbergland und in Brunkensen, hier in diesem Steinbruch, hier hatte man während des Zweiten Weltkriegs eine Destillationsanlage für Betriebsstoffe errichtet. Ihr wisst aus anderen Videos oder überhaupt aus der Geschichte, dass man während des Zweiten Weltkrieges, je stärker der Druck der Alliierten wurde, desto mehr musste man, ich filme mal so ein bisschen rum, sieht echt klasse aus, desto mehr musste man eben diese Produktionsstätten dorthin verlagern, wo man annahm, dass sie dort eben nicht bombardiert werden konnten. Das Ganze hier ist eine Außenstelle, ich nenne das jetzt mal Außenstelle, der Firma Nerak. Und zu der Nerak werde ich euch mal eben ganz kurz was zitieren, damit ihr überhaupt wisst, worum das Ganze hier geht. Also ich zitiere mal eben von Wikipedia, ich gebe ja meine Quellen immer an. Die Nerak war während des Zweiten Weltkrieges einer der wichtigsten Lieferanten von Spezialschmierölen. 1944 lieferte der Betriebsteil Nerak ca. 40% der von Deutschland benötigten Flugmotorenöle. Neben den Ölraffinerien wurden auch Anlagen zur Herstellung von synthetischem Benzin unterhalten. Damit war die Nerak für die Alliierten ein kriegswichtiges Ziel. So, der Sitz war in Hannover und die wurden da in Hannover ja, quasi ausgebombt, kann man sagen. Da war also keine Möglichkeit mehr, dass man irgendwas produzieren konnte. Deshalb hat man, wie ich ja vorhin schon sagte, bei vielen anderen Betrieben damals eine Außenverlagerung dieser Betriebsstätten vorgenommen. Da hat man sich entsprechende Gelände gesucht, wo man vermeintlich sicher produzieren konnte. Das Ganze hat man hier in diesem Steinbruch gemacht. Und in diesem Steinbruch wurde Diesel als auch Benzin produziert in 2 Röhrenöfen. Wie das jetzt funktioniert, rein technisch, wie so ein Röhrenofen aussieht, das weiß ich auch nicht. Aber das war hier, das befand sich hier in diesem Steinbruch. Über die Mengenangaben und so weiter sprechen wir gleich nochmal, denn da verlegen wir da hinten in diese Richtung, da gibt es nämlich auch noch was zu sehen. Wir gucken uns jetzt erstmal hier so ein bisschen in diesem Steinbruch um, was wir hier noch sehen können und ob wir überhaupt was sehen können. Denn es gibt hier noch ein paar Strukturen, das ist aber nicht sicher oder nicht belegbar, ob die jetzt wirklich aus der Zeit der Nutzung der Nerak kommen. Das Ganze hatte übrigens den Tarnnamen Ofen. Und wir haben hier Ofen 3 und Ofen 4. Wir werden uns in diesem Video auch noch an eine andere Stelle bewegen, wo wir Ofen 1 und Ofen 2 haben. Das wird aber der zweite Teil des Videos, aber in diesem Video drin. Ich mache da keinen Zweiteiler draus. Das gucken wir dann mal. Jetzt erstmal ganz unabhängig davon, dass wir hier diese Produktion ausgelagert hatten mit Tarnnamen Ofen. Das ist schon auch toll hier, ne? Wenn man das mal so sieht, diese ganzen Steine, die hier liegen, also dieser Übrigbleibsel hier von dem Steinbruch. Mir ist schon noch bekannt, dass der Steinbruch danach, also nach dem Zweiten Weltkrieg, nochmal eben weiter genutzt wurde. Ich meine irgendwie so bis in die 50er, vielleicht Anfang der 60er. Das heißt also auch, Dinge, die wir hier sehen, können eben auch genauso gut aus der vorherigen Nutzung oder der späteren Nutzung gewesen sein. Das muss also nicht unbedingt jetzt, man muss nicht sagen, oder man kann nicht sagen, ja, die Sachen sind auf jeden Fall hier, ne, von der Nerak angelegt worden. Anders verhält es sich mit den Dingen, die wir gleich noch sehen werden, wenn wir da über die Straße gehen. Gut, wir gucken uns jetzt hier in dem Gelände mal ein bisschen um. Ich schalte euch gleich wieder dazu, wenn ich hier noch was zutage befördert habe. Ja, also auch für, sag ich mal, allgemein Naturbegeisterte bietet das Weserbergland, wer das noch nicht weiß, dem sage ich es jetzt, also auch wirklich umfangreiche und tolle Möglichkeiten, sich zu bewegen. Das ist hier rein landschaftlich ein ganz toller Flecken Erde.
Wir sind jetzt hier noch mal ein bisschen den Berg nach oben gegangen. Es ist so dunkel. Ich hoffe, dass die Aufnahmen einigermaßen gelingen. Ich möchte auch ein bisschen langsamer vielleicht schwenken. Ja, hier geht eben auch noch mal so ein Weg nach oben. Da vorne seht ihr vielleicht auch so eine Felskante. Da hinten ist auch was. Man könnte schon fast denken, das ist quaderförmig, das ist ein Bunker. Na, das ist alles, glaube ich, einfach nur Naturstein. Sieht super interessant aus. Ich verlege mal eben einmal da nach oben hin, um euch das mal zu zeigen. Und dann gehen wir wieder nach unten, wo ich eben die weiteren Strukturen vermute. Ich glaube, dass sich hier oben gar nicht mehr so viel für unseren, oder ja, für unser Interesse, unser Hauptinteresse tut. Ach, so herrlich. Schon ausgerutscht hier, auf den Bad gelegt. Es ist sauglatt, aber macht nichts, denn ich bin genau an der Stelle zum Liegen gekommen, wo ich auch sowieso filmen wollte. Und da haben wir diese, in Anführungsstrichen, Betonwand. Von unten mutet das schon so an. Also man könnte denken, wenn man da unten den Weg hochkommt, boah, das ist eine riesen Betonwand. Ist es natürlich nicht. Es ist, wie gesagt, einfach Naturstein. Das ist hier eben Abbruchkante irgendwie von diesem Steinbruch. So. Und jetzt sehe ich zu, dass ich mich hier nicht nochmal aufs Maul lege. Das ist nämlich echt sauglatt hier. Wir gehen jetzt nach unten. Bis gleich. So, für euch als Orientierung. Da, wo der Hund herkommt. Links oben rein, da war dieser Steinbruch, wo wir gerade gefilmt haben, geradeaus und dann links hoch, da war dieser Quader. Jetzt bewegen wir uns in dem Bereich, wo wir auf jeden Fall einiges noch an Struktur haben. Ob da oben noch was ist, was ich jetzt nicht gesehen habe, das kann ich euch nicht sagen. Ich habe die Framerate hier von dem Video mal ein bisschen runtergeschraubt. Das soll nämlich, wenn es dunkel ist, dazu beitragen, dass wir hier eine längere Belichtung haben und dass man dann Dinge eben besser sehen kann. Gucken wir mal, wie sich das bemerkbar macht. Wir haben hier auf jeden Fall jetzt erstmal die erste Struktur. Ich habe natürlich auch meine Taschenlampe mit. Ich hoffe, dass die auch noch ein bisschen Effekt dazu beiträgt. Hier haben wir so einen Höhleneingang in Anführungsstrichen. Ich filme das mal eben so ein bisschen von außen auch noch ab. Wir haben hier mittlerweile leichten Schneeregen. Ja, wir haben minus ein halbes Grad. Und hier ist es zum Beispiel auch so, dass man jetzt nicht sagen kann, wie ich ja vorhin auch schon angedeutet habe, ob diese Dinge hier vorher schon waren oder ob man die dann dafür extra ausgebaut hat. Wobei, wenn ich das hier so sehe, da würde ich nicht sagen, dass man das hier extra... Oh, hier drin ist richtig... Boah, hier ist es richtig warm. Also sind einige Grad mehr als draußen, dass man das dafür gemacht hat. Hier könnten zum Beispiel auch so Dinge wie einfach Sprengmittel, ne, für den ganz normalen Betrieb, den man hier eben hatte im Steinbruch, dass die hier mal gelagert waren. Das ist natürlich interessant. Man kann diese Höhlen hier auch so ein bisschen lang gehen. Ah ja, guck an. Und dann ist das hier auch schon beendet, das Ganze. Hier oben, seht ihr das? Das ist natürlich auch interessant. Das ist, ja, ich weiß gar nicht, ist das Kondenswasser? Wahrscheinlich, ne? Ich kann das auch nicht so toll einfangen. So, gut, also haben wir so eine kleine Höhle hier. Und ich muss sagen, also ich weiß nicht, wie viel Grad wir es hier haben, aber es ist deutlich wärmer als draußen. Schon bald sagen, ich könnte mir hier die Jacke ausziehen. Sehr interessant. So, nochmal eben von innen auch hier gefilmt, das Ganze. Also es war auf jeden Fall in irgendeiner Weise mit Sicherheit auch im Gebrauch, ne, dieser Destillationsanlage. Irgendwie haben die das hier mit Sicherheit auch mitgenutzt. Und wenn die hier auch nur irgendwelche Sachen gelagert haben. So. Und hier kommen wir ans Ende der ganzen Sache. Hier war wohl mal, ich würde sagen, irgendwie ein zweiter Ausgang, ne? Oder irgendeine kleine Kammer hatten wir hier auf jeden Fall hier mal angelegt. Da kommt man jetzt aber auch nicht weiter. Und hier ist auch so, ja, vielleicht noch eine Deckenhöhe von 60 cm, würde ich sagen. Das ist hier irgendwie mit Erde auch aufgefüllt. So, dann gehen wir jetzt hier wieder aus diesem Schäppchen raus. Und wir gucken mal eben, ob wir hier draußen noch irgendwas finden. Dieser Ausgang, den ich da gerade von innen hatte. Ja, in der Theorie muss das irgendwo hier
gewesen sein, weil es geht da rein und dann macht es hier so ein Haken. Also irgendwo hier muss das sein. Es ist also scheinbar verschüttet. Ich kann da jetzt so nichts weiter erkennen. Wir gucken noch mal eben hier. Da oben drauf, da sehe ich noch was. Ich kraxel da mal eben hoch und das schauen wir uns noch mal eben an. So, pass auf, bevor wir da hochgehen, ist mir gerade noch beim genaueren Betrachten was aufgefallen. Hier haben wir so ein Loch. Da oben haben wir auch so ein Loch. Da haben wir noch weitere. Da muss ich jetzt von ausgehen, wenn ich das so sehe, das müssten eigentlich so Sprenglöcher sein. Ne? Bohrungen, wo man letzten Endes dann Sprengmittel eingebracht hat, um dann hier den Stein von der Wand zu lösen. Das hat man vielleicht mal vorbereitet und hat dann aber letzten Endes hier nicht weiter gesprengt, nicht weiter gefördert. Das hier ist ganz interessant. Hier haben wir nämlich so Aussparungen. Und in diesen Aussparungen, da gehe ich jetzt mal stark von aus, da hatten wir irgendeine Art von Gestänge eingebracht, irgendein Vordach, so dass wir also hier so einen Balken, sag ich mal, hatten, der vielleicht hier vorne geendet hat, so dass wir hier in diesem Bereich meines Dafürhaltens noch irgendwie eine überdachte Abstellfläche hatten. Hier vorne in der Mauer, hier in dem Klinker, seht ihr, da fehlt auch noch was. Da war vielleicht auch noch irgendwie also eine Mauer angesetzt oder Balken angesetzt. Gehe ich von aus. Das Ganze ist auch interessant. Wer sich für Burgen interessiert, der kann mal auf dem Kanal Balzifer gucken. Der erklärt auch Burgenstrukturen sehr schön. Und daher sind mir auf jeden Fall solche Aussparungen bekannt. Wenn ihr das bei Burgen seht, könnt ihr in der Regel davon ausgehen, dass man da entsprechende Balken hatte, dass da eine Decke eingezogen war. Gut, hier, wie gesagt, wird keine Decke gewesen sein. Ich denke aber, dass man hier so einen kleinen Lagerbereich hatte. Ob der natürlich jetzt wiederum irgendwas mit Ofen 3 und 4 zu tun hatte oder ob das vom Steinbruch war, das ist eben die Sache, dass ich es einfach nicht weiß. Ich gehe jetzt trotzdem da oben hoch, was ich gerade schon gesagt hatte, und dann schalte ich euch wieder dazu. Ja, wir sind jetzt hier schon mal ein Stückchen hochgegangen und hier fällt uns direkt irgendwas auf. Und zwar haben wir hier Eisen, hier haben wir auch Eisen und hier zeigt sich auch, was es ist. Das ist von irgendeiner Schmalspurbahn, irgend so ein Gleisstück. Also das liegt hier scheinbar drunter. Könnte also einfach sein, dass wir hier so eine armierte Decke haben. Wofür die allerdings ist, das erschließt sich mir jetzt noch nicht. Da müssen wir noch mal hier hochgehen. Vielleicht finden wir da noch mehr Hinweise. So, steigen wir der Sache mal aufs Dach und hoffen, dass wir nicht abstürzen. Hier haben wir Betonstruktur, aber ich kann immer noch nicht lesen, was es sein sollte. Es ist irgendein Sturz, irgendeine Mauer, die geht da so rum. Ja, da unten ist der Eingang und ich sehe hier sonst nichts. Ich sehe hier keinen Eingang oder irgendeinen Zweck des Ganzen, warum man das da so gebaut hat. Nein, sehe ich jetzt nicht. Mir fehlt hier irgendwo, wenn das eine Decke wäre, fehlt mir halt irgendwo ein Eingang, wo dann letztendlich was drunter sein könnte. Wir gehen jetzt hier noch mal ein bisschen auf dieser Ebene weiter und schauen mal, was uns hier eventuell noch vor die Füße fällt. Außer großen Steinquadern, die sich hier lösen. Ja, so sieht das hier aus. Da habe ich jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass man hier noch was großartig bearbeitet hätte. Hier ist noch mal so eine kleine Aussparung. Das wird einfach nur sein, dass man hier Stein abgebaut hat. Mehr sehe ich hier nicht. Ich sehe hier auch keinen Eingang oder irgendetwas. Ja, so ist das. Dann sind wir hier an der Seite des Steinbruchs. Ich schalte das aus und wir gehen mal weiter hier in die Peripherie. Wir sind jetzt doch noch mal eben hier wieder unten vor Ort. Da der Eingang, hier dieses aufgemauerte, und jetzt haben wir hier noch sowas. Haben wir so einen Deckensturz und das sieht mir eigentlich aus, als wenn hier ein Eingang gewesen wäre, der eben verschlossen wurde. Von daher würde dann die da oben rüber befindliche Decke
würde dann auch wieder Sinn machen, dass hier entsprechend ein Eingang war und dass man da irgendwie auch, ja, ich weiß es nicht, ne, man auch so eine Art Splitterschutz oder Bombenstollen da vielleicht angelegt hat. Ich lasse es mal so im Raum stehen. Ich habe nämlich hier noch auf der Seite relikte.com, da auch danke an Manfred, habe ich noch ein Bild gefunden. Das sieht recht ähnlich aus wie dieses. Ist es aber meines Erachtens nicht. Aber es macht mir den Eindruck, dass wir hier so einen Eingang haben. Vielleicht finden wir das, was ich auf der Seite gesehen habe, auch noch hier im Gelände. Und dann kann ich das nochmal genauer verifizieren. So. Genug der Rede. Jetzt muss ich den Hund da wieder ableinen. Und dann gehen wir da unten weiter. Und dann schauen wir an. Und da vorne kommen wir. Da seht ihr diesen Hang, da wo wir gerade waren. Und jetzt haben wir hier auf jeden Fall direkt nochmal eine ganz interessante Struktur. Das kann ich euch auch beim besten Willen nicht erklären, was es ist. Ich glaube, ich habe da auch keine Quellenlage für. Ich werde aber auch, bevor ich dieses Video hier veröffentliche, nochmal mit dem Manfred drüber herschauen, was wir hier haben könnten. Und jetzt muss ich das mal eben ausschalten, denn ich weiß nicht, wo ich meine Taschenlampe habe. Richtig professionell. Bis gleich. Ja, Ordnung ist das halbe Leben. Das ist immer, dann bist du nämlich gerade irgendwo am Filmen und dann hast du die Taschenlampe, brauchst du nicht mehr, dann steckst du die irgendwo hin. Und tja, dann musst du erstmal wiederfinden. So was haben wir hier auf jeden Fall. Da hinten kann man offensichtlich durchgucken. Das sieht mir hier aus, als wenn das irgendwie so eine Art Verladeplattform war. Irgendwas Logistisches. Also das würde ich jetzt sagen, aber steinigt mich nicht für diese Aussage. Hier oben, ob hier noch irgendwas drauf gestanden hat, eine Baracke, also boah, ich glaube nicht. Ich gehe da mal eben hoch. So, Betondecke halt, ne? Viel mehr sehen tut man da nicht. Da habe ich den Dexter angeleint. So sieht das Ding hier aus. Was das war, je ne sais pas, wie der Franzose sagt. Und eben auch, ob das überhaupt, ne, aus der Anlage Ofen ist oder ob das hier schon vorher bzw. dann nachher dahin gekommen ist. Es ist da. Wir dürfen das auf jeden Fall vermerken. So, und jetzt gehen wir hier, der Hund, der bleibt da. Jetzt gehen wir nochmal hier in diesen Bereich hinein. Hier haben wir ebenfalls ehemaligen Steinbruchbereich. Die Produktion kann natürlich auch hier unten stattgefunden haben. Das übersteigt jetzt einfach, ne, meine Kenntnis hier von dem Gelände. Fakt ist auf jeden Fall, dass man diesen Steinbruch und diese Röhrenöfen, dass man die dann entsprechend mit Tarnnetzen auch abgetarnt hat, sodass das natürlich nicht offensichtlich zu sehen war. So, jetzt schreiten wir hier nochmal durch diesen ehemaligen Steinbruch durch. Jetzt haben wir hier oben noch irgendwie was, wo ich sage, das ist auch irgendwie von Menschenhand bearbeitet. Aber ob es nur Steinbruch ist oder ob wir noch was anderes finden, das wird sich gleich zeigen, wenn wir hier oben angekommen sind. So, hier der Blick hinunter. Da unten seht ihr auch dieses Betonkonstrukt. Jetzt sind wir hier auf so einer, ich sage jetzt einfach mal Geröllhalde. Ja, und das bietet sich einem dann als Anblick. Jetzt auch, ich würde sagen, nicht weiter erhellend, einfach eben Steinbruchstruktur. So ist es. So sieht das hier aus. Und der andere Platz, der wäre dann einfach geradeaus, da zwischen diesen ja, Felsspalten kann man schon bald sagen. Daher drüber weg, da sind wir dann wieder oben auf dem freieren Steinbruchgelände. Gut, ich gehe jetzt noch einmal nach vorne, da zeige ich euch noch was und dann werden wir die Straße überqueren. Ja, das wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Offensichtlich, also hier haben wir einen ganz interessanten Materialmix eigentlich. Wir haben hier Naturstein,
behauenen Naturstein. Dann haben wir hier Beton. Dann haben wir hier noch Metall, Eisen und wir haben auch noch Backstein. Das Ganze befindet sich an einer Stelle. Man könnte denken, man steht mitten irgendwo im Wald. Nein, wir sind hier direkt an der Straße. Das heißt, da werden wir gleich drüber hergehen auf die andere Seite. Und da, wo es halt wirklich in den Steinbruch reingeht, erwartet uns direkt dieses Bild. Und da vorne im Hintergrund, da seht ihr auch wieder dieses Betonteil. In der Mitte wäre der Eingang zu dem Steinbruch. Ja, und da befindet sich eben dieses Ding. Und hier kann man eben auch nicht sagen, aus welcher Zeit das stammt oder welche Verwendung das mal hatte. Es gibt da wohl keine Belege drüber. Auf jeden Fall wohl keine, die man so im Internet finden kann. Es kann natürlich sein, dass hier noch jemand von einem Heimatverein da mehr Kenntnis drüber hat und das mal alles gesammelt hat. Das weiß ich jetzt so auch noch nicht. Vielleicht mache ich mir noch die Mühe und nehme da mal Kontakt auf. Das muss ich halt schauen. So, jetzt gehen wir auf die andere Seite rüber. Denn auf der anderen Seite, da wurde das Rohöl angeliefert. Das heißt, irgendwo da war eine Bahnschiene, die dann da zu Tanks führte, wo das Rohöl eingelagert wurde. Dieser Stoff ging dann von da vorne hier mittels einer Brücke rüber in den Produktionsbereich und das fertige Produkt natürlich auch wieder da hinten rüber, weil das dann wieder mit der Bahn abtransportiert werden konnte. Und was wir da noch von sehen, das schauen wir uns jetzt mal eben an. Zunächst einmal müssen wir die Straße überqueren. Dann haben wir hier dieses Brückenkonstrukt. Das ist also auch schon sehr interessant, wenn ich sowas sehen würde, ohne dass das jetzt hier irgendwie wirklich ein Wanderweg wäre, hätte ich wahrscheinlich auch schon Sorge, ob das überhaupt noch trägt, das Ganze. Da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob dieses Teil eben im Zuge des Ausbaus angelegt wurde, ob es die Brücke halt vorher gar nicht gab. Ich glaube, dass die aus der Zeit von Ofen 3 und 4 stammt. Werde mich dazu aber auch noch mal erkundigen und dann schreibe ich euch das entweder in die gelben Untertitel oder nicht. So, jetzt gehen wir hier mal den Weg weiter. Wir können da nach rechts scheinbar gar nicht mehr runter gehen. Das heißt, wir folgen mal diesem Trampelpfad hier und hoffen, dass er uns an eine entsprechende Stelle führen wird. Das hier unten ist übrigens die Gleene. Und das hier ist das Gleenebachtal oder vielleicht ist es einfach auch nur das Gleenetal. Auf jeden Fall, das ist halt die Gleene oder der Gleenebach. So, weiter geht's. Da habe ich dieses hier noch unten im Gleenetal erkannt. Ja, erkannt habe ich es nicht. Ich kann euch nicht sagen, was es ist, aber es ist irgendwas, ne? Metall und Beton. Ich nehme an, dass ich hier auch gar nicht richtig bin. Wenn wir nämlich mal eben hier so schauen, hier haben wir überall nur Hanglage. Ich sehe da nirgendwo eine Möglichkeit, dass hier in irgendeiner Weise Tanks hätten stehen können. Passt überhaupt nicht. Und da vorne ist ja die Anlage. Von daher macht es überhaupt gar keinen Sinn, da hinten weiter zu gehen. Wir müssen also dann doch in den Bereich, ihr seht das hier, wir haben ja so ein Plateau. Wir müssen doch in den Bereich und da schauen, wo die Dinger zu finden sind. Aber gut, dass ich erstmal dem Hauptweg gefolgt bin, weil sonst hätte ich euch dieses Teil hier nicht zeigen können. Und vielleicht weiß ja auch Julian sogar, was das ist. Ich gehe da noch mal eben kurz runter. In der Hoffnung, hier nicht abzustürzen. So sieht das aus. Hier oben, das sieht aus wie so große Schellen, wo man mal auch Rohre durchgeführt hat. Das kann natürlich sein, dass wir hier vielleicht sogar Überreste dieser Überleitung gefunden haben, wo die Röhren halt aufgebracht waren, wo dann entsprechend das Rohöl oder das Raffinat hin und her geleitet wurde. Kann sein. Ich möchte mich da nicht festlegen, aber dieses Teil hier, das sieht schon sehr nach so einer Rohrschelle aus. Gut, habe ich auf jeden Fall mitgenommen, das Ding. Und jetzt sehe ich zu, dass ich hier wieder hochkomme, dann gehen wir da hinten rüber. Bis gleich. Meine Damen und Herren, es ist vollbracht. Wir sind hier diesen Fußpad, der hier komplett mit Bäumen
Also das sieht hier aus wie so ein Mikado-Spiel. Das war jetzt nicht ohne, musste den Hund die ganze Zeit tragen. Sind wir hier lang gelaufen. Da stach zunächst einmal dieses Beton hier bei mir, stach mir in die Augen, hat mich dabei zum Glück nicht verletzt. So, hier haben wir eine Betonwand auf jeden Fall. Die kann ich euch jetzt nur so filmen, weiter gehe ich da jetzt nicht drauf. Dann sehen wir hier noch so ein bisschen, hier sehen wir noch irgendein Geländer, das hat mal irgendwer da angebracht. Das ist, glaube ich, eine Felge. Egal. So, hier haben wir auch auf jeden Fall Stahl mit drin. Hier haben wir so ein Ding, das im Boden steckt. Da steckt jetzt der Dexter dran, weil den kann ich hier nicht gebrauchen. Guckt euch das an, wie das hier aussieht. So, jetzt wird da auch ein Schuh draus. Jetzt sehen wir, was das hier ist. Hier war also offensichtlich mal ein Zaun angebracht, der auch in verschiedenen Farben angemalt war. Und jetzt kann ich euch auch quasi schon mal die Nachnutzung der Tanks. Oh, hier steht auch sogar richtig was davon. Das sind natürlich ganz, ganz tolle Zeitzeugnisse. Da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass wir sowas noch sehen können. Das kommt hier aus der Nachnutzung dieser Öltanks, die wir hier vorne haben. Diese Öltanks wurden nach dem Zweiten Weltkrieg als Schwimmbad benutzt. Man hat einen Öltank als Nichtschwimmerbereich verwendet und einen als Schwimmerbereich. Das heißt, man hat dann entsprechend höher oder niedriger diese Außenwand abgeschnitten, um dann hier entsprechende Schwimmfläche drin zu schaffen. Ja, ich gehe jetzt davon aus, dass wir da vorne entsprechend den Eingang hatten. Man stelle sich jetzt noch einen Meter Startblock oder so daneben vor. Total geil. Also, so viel zu der Nachnutzung. Da gibt es auch noch Quelle und Belege drüber. Da gibt es eine Homepage. Das findet ihr aber auch alles auf der Seite von Manfred von relikte.com. Wir haben da hinten geradeaus, wenn ihr da schaut, ich weiß nicht, ob man es sehen kann durch die Büsche, da steht der zweite dieser Tanks. Und zu diesen Tanks, da lese ich euch jetzt mal eben was vor von der Seite von Manfred. Warten Sie, auf der gegenüberliegenden Seite der Gläne, da sind wir hier, ist ein kleiner Lagerbereich errichtet worden. Hier baute man 2 aufrecht stehende Betontanks mit je 500 Kubik Kapazität zur Zwischenlagerung des angelieferten Rohöls. Daneben wurden 7 liegende Stahltanks je 80 Kubik für Fertigprodukte aufgestellt, 2 für Benzin und 5 für Diesel. Diese Tanks sind nicht mehr da. Da sind auch, glaube ich, keine Fundamente mehr da, wo die mal drauf gelagert haben oder so. Da müssen wir uns nicht weiter darum kümmern. Sehen wir aber gleich im zweiten Teil. So, wo waren wir stehen geblieben? Direkt neben den Tanks entstand ein Umschlagebahnhof mit Anschlussgleis zur Eisenbahnstrecke Woldachsen-Delligsen. Zwischen dem Steinbruch und den Lagertanks verliefen Rohrleitungen. Da bin ich gerade schon mal drauf zu sprechen gekommen, durch die das Öl bzw. der Kraftstoff gepumpt werden konnte. Weitere Leitungen führten zu Abfüllpunkten an den Anschlussgleisen. So, jetzt noch mal eben ganz kurz ein paar technische Daten. Der Betrieb wurde vermutlich im September 1944 aufgenommen. Betreiber war die Raffinerie Deurac-Nerak aus Hannover, wie ich auch schon erwähnte. Auch für den Standort Brunkensen galten die monatlichen Kapazitätsdaten, dass aus 6000 Tonnen angelieferten Rohöl 700 Tonnen Benzin und 2000 Tonnen Diesel produziert werden konnten. Die anfallenden 3000 Tonnen Produktionsrückstände sind zur Herstellung von Schmiermitteln an andere Raffinerien abgeliefert worden. Gut, okay. Damit habe ich jetzt auch wirklich genug von der relikte.com Seite zitiert. Hier vorne haben wir noch so einen Absperrschieber. Den hatte der Manfred auf jeden Fall auch fotografiert. Und den habe ich hiermit auch gefunden. Schön, dass der hier direkt vor diesem Tank also liegt. Wir gehen jetzt noch mal eben da hinten rüber und gucken uns den zweiten Tank auch noch an. Ich schleiche mich also hier irgendwie durch an dieser Betonbewehrung entlang und da schalte ich euch gleich wieder dazu. Der Eingangsbereich des ersten Tanks und ja, hier ist dann der zweite Tank. Ah, dann war das hier der Schwimmerbereich. Das ist so, weil hier haben wir gar keinen Eingang. Dann wird das hier der Schwimmerbereich gewesen sein. Und hier hatte man vielleicht noch irgendwo so eine Art Eingang. Vielleicht gab es hier auch so eine Leiter. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Stahlkonstrukt ist, ne? Oder dieses hier, ob das dann wahrscheinlich mal so als Leiter diente. Könnte ich mir gut vorstellen, weil irgendwo muss man ja hier rein und irgendwo muss man auch hier wieder rauskommen aus dem Teil.
damit habt ihr das. Und jetzt habe ich hier vorne noch was gesehen. Das wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Da sieht man nämlich auch noch Betonstruktur. Ich weiß aber nicht, ob ich da nah genug rankomme. Es ist hier direkt an dem Bach. Ja, vielleicht von der Straße aus, aber da kann man nicht gut hergehen. So, hier vorne, da seht ihr noch was. Da rechts unten. Ob das auch noch irgendwie von einer Brücke herrührt, dass das so Brückenwiderlager sind oder waren, das ist durchaus vorstellbar. Ich noch mal ein bisschen, versuche noch mal ein bisschen näher ranzukommen hier, ohne dass hier gleich ein Unglück geschieht. So. Wir sehen da auf jeden Fall auch so einen Pilz, also sprich ein Rohr, was aus dem Boden kommt. Und da ist auch ein Wasserablauf drin in dem Teil. Also irgendeine Art Entlüftung ist das da. Also vielleicht war da sogar auch irgendwas drin gelagert dort. Oder es ist halt irgendwie von der Wasserwirtschaft. Das ist jetzt hier für mich als Laien, der mit solchen Sachen nicht vertraut ist, einfach schwierig zu beurteilen. Ich gucke aber mal, ob wir da noch mal eben näher rankommen. Ich habe mal eben den Dexter ins Auto verfrachtet. Hier seht ihr diese schmale Brücke, die hier über die Gleene drüber herführt. Wir gehen jetzt hier entlang der Straße und dann filme ich euch auf jeden Fall noch eben das ab, was wir gerade noch gesehen haben. Und dann sollten wir eigentlich hier mit Ofen 3 und 4 soweit durch sein. Und dann verlegen wir zu Ofen 1 und 2. So, meine Herren, also eins kann ich jetzt schon sagen, mit einem Brückenwiderlager hat das hier so viel zu tun wie Dexter mit seiner ersten Mondreise. Nämlich gar nichts. Wir haben also hier irgendwie Aufbewahrungsverhältnisse. Da muss ich jetzt von ausgehen, dass da irgendwas drin gelagert werden konnte. Guckt euch das an, so sieht das hier aus. Hier natürlich auch wieder mal der Hinweis. Ob das hier in direktem Zusammenhang mit Ofen steht, das vermag ich euch nicht zu sagen. Ich habe es aber jetzt hier gefunden und es ist hier in direkter Nähe. Ne? Jetzt fängt es aber leicht an zu schneien, das ist unfassbar. Wir haben hier also direkt geradeaus in diese Richtung grob haben wir die großen Tanks stehen. Und die Stahltanks können natürlich hier rechts dran gestanden haben. Und das Ganze sieht jetzt hier so aus. Da unten haben wir auch noch irgendwie so eine Art Absperrhahn oder so ein Ding. Ich weiß es nicht. Gehen wir eben ganz runter. So, jetzt haben wir, glaube ich, die besten Eindrücke, die wir hier kriegen können von der Geschichte. Dann filme ich euch noch mal eben diese beiden Einfüllstutzen, nenne ich das jetzt mal. Filme ich euch noch mal eben ab, wie das genau aussieht. So. Und das ist natürlich auch ein interessanter Anblick hier. Die Gleene, wie sich ja lang schlängelt, ist schon cool gemacht, das Ganze hier, in Anführungsstrichen. Ne? Hier vorne seht ihr auch komplett diese Betonmauer, die sich an dem gesamten Tankbereich entlang zieht. Wahrscheinlich war die auch dafür da, um, ja, ich sag mal, eventuell auslaufende Rohstoffe eben hier von dem Fluss fernzuhalten. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Hier ist noch irgendwie ein größeres Betonteil, was da irgendwie drin liegt. Hier haben wir noch mal dieses, ja, ich weiß nicht, ob das auch so ein Absperrschieber ist. Ne? Hier diesen Vierkant, da konnte man ja mit Sicherheit einen Schlüssel aufsetzen und das bewegen. Vielleicht ist das hier auch so eine Art, vielleicht war mir hier irgendwie auch ein Wehr angebracht. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Und davon eine ganze Menge, wie man immer so schön sagt. Jetzt gehen wir hier nochmal eben. Gehen wir hier nochmal eben vorbei. Ohne in die Gleene zu fallen. Da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Hier haben wir dann noch so ein Dingen. Ja, das ist eine Wasseruhr. Die ist aber abgeklemmt. Die ist auch moderneren Datums. Wer weiß, wer die da mal warum angebracht hat. Gut, also ich möchte jetzt hier nicht noch mehr Zeit in dieses Ding investieren. Ich habe das hier gefunden und weiß einfach nicht, ob es in irgendeiner Weise eine Bewandtnis für Ofen 3 und 4 hatte. Das Ganze ja, beenden wir jetzt auch an dieser Stelle und wir verlegen rüber zu Ofen 1 und 2.
Und da sehen wir uns wieder. Und da gibt es noch mehr zu sehen als hier. Bleibt gespannt, bis gleich. Ja, wir sind jetzt doch noch nicht da, weil ich habe hier nochmal wieder so ein Steinbruch-Ding gefunden. Ihr seht das hier. Hier wurde auf jeden Fall auch mal was abgebaut. Und da vorne geradeaus gegenüber, hier verläuft eben die Glene lang. Da ist der Tankplatz. Hier liegen noch so Brocken rum. Es ist ja natürlich wie folgt. Dieser Steinbruch hat natürlich eine weitaus längere Geschichte als Ofen 3 und 4. Ofen 3 und 4 hat es ja, sage ich mal, jetzt knapp über ein Jahr vielleicht gegeben. Nee, was haben wir gesagt? Im September 44, glaube ich, da fing erst die Produktion an. Ja, das ist natürlich dann wirklich nicht lange. Das heißt also, die meisten Sachen, die hier liegen, haben ja mit aller Wahrscheinlichkeit nach nichts mit dem Ofen zu tun. Aber wenn ich sowas sehe, ich muss das eben filmen, weil es ist kein Naturstein, hier ist also irgendein Mauerwerk und was das hier mal war, das ist einfach auch nicht zu erklären. Ne? Hier ist so ein Ding, da kann letztendlich auch mal so ein Schild drin gestanden haben. Gott, ich verliere mich hier. Es führt zu nichts. Es führt zu nichts. Und wir verlegen jetzt Ofen 1 und 2. Bitte kommen. Mit diesen ersten Eindrücken heiße ich euch herzlich willkommen an der Destillationsanlage Ofen 1 und 2 in Bögerhof. Bögerhof, das liegt hier in der Nähe von Rinteln. Wir sind also jetzt gerade circa 70 Kilometer mit dem Kfz gefahren, um in diesen Bereich zu gelangen. Die eigentliche Destillationsanlage, soweit ich das jetzt gelesen habe, da ist auch nichts mehr von erhalten. Das sieht man wohl nicht mehr. Wir sind aber hier in dem Lagerbereich, wo letzten Endes auch die Tanks standen. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an, was wir da noch von sehen können. Es ist jetzt wohl wie folgt, dass diese Ansammlung an Gebäuden, die wir haben, beziehungsweise wir nehmen zunächst einmal dieses hier, dass das wohl eine Baracke ist, die zu der damaligen Zeit bereits in Betrieb genommen wurde, beziehungsweise die dafür gebaut wurde. So, wir müssen da jetzt nicht unbedingt reingehen. Das ist hier auch alles recht baufällig, möchte ich sagen. Ich kann mal eben, können wir wenigstens ein bisschen leuchten so. Schauen wir mal eben. Wir müssen auf jeden Fall auf die andere Seite dieser Baracken. Wir können da mal kurz reingehen, klar. Also müssen wir jetzt noch ein paar Eindrücke haben. Also irgendwer hat hier später mal drin gewohnt. Das wurde dann irgendwie mal als Wohnhaus genutzt. Macht auf jeden Fall sehr den Eindruck. Und hier haben wir noch ja, irgendeine Verkleidung. Ne? Da sieht man die Grundstruktur, wie das mal war. Das hat man dann hier alles entsprechend mit irgendwelchen Palisaden verkleidet. Ja, sieht hier nicht gut aus in dem Bau. Ist alles ziemlich heruntergekommen. Hier ist auch die Decke schon kaputt. So, das sind jetzt hier so die Eindrücke. Ich gehe jetzt hier raus wieder. Ich habe hier auch, man kann hier ganz schlecht nur anhalten. Hier gibt es keinen Wandererparkplatz oder sowas. Hier musst du mal sehen, dass du irgendwie an der Straße da vorankommst. Da habe ich doch hier oben was ganz Interessantes. Guck mal da. Seht ihr das? Nicht rechts das Schäppchen, sondern geradeaus. Das sieht mir doch aus, als wenn da ein kleiner Bunker steht. Gut, dass wir hier hingegangen sind. Wir uns das mal angucken. Oh, guck mal hier. Guck mal hier. Was ist denn das? Das ist ja richtig. Das ist ja richtig geil. Da haben wir schön so einen kleinen Luftschutzbunker in den Garten gesetzt. Ja, tolles Zeitzeugnis. Hier seht ihr halt nochmal eben diese Baracke. Da vorne geht es auch nochmal weiter. Wir müssen sowieso noch in die Richtung. So, jetzt gucken wir uns erstmal eben dieses Teil hier an. Total cool. Man kann auch reingehen. Das ist natürlich noch cooler. Hier ist keine Tür mehr drin. Mal schauen, was uns hier erwartet. Schlittschuhe. Mein Gott, die obligatorische Lost Place Puppe. Wie bescheuert, ey. Und dann haben wir hier so einen Gang. Und hier haben wir, ach, das ist ja total klasse. Hier haben wir so eine Röhre, ne? So ein Gewölbe. Ich mache nochmal eben ein bisschen mehr Licht an. Warten Sie.
Ja, ist immer gut, wenn man die... So, mehr geht nicht, das könnte schon mal so ein bisschen überblenden sogar. Vielleicht ein bisschen zu hell, aber so sieht das hier aus. Ich gehe nochmal runter mit dem Licht. So, was haben wir hier? Vermutlich einen... Ja, nicht nur vermutlich, sondern ganz bestimmt haben wir hier einen Notausgang. Ihr seht da hinten die 2 Stufen, die da nach oben führen. Da wird wahrscheinlich, ja guck, da ist auch noch eine 3. Stufe erkennbar. Ja, da geht es halt wieder raus aus dem Bau. Und das ist hier. Hier ist noch ein Kamin. Na, da machen wir eine Abluft. Ab und zu Luft, wie auch immer. Ab und zu Luft. So, so sieht das dann hier aus. Da ist also auch schon gut Material ausgebeutelt. Ja, der Zahn der Zeit, der nagt auch hier. Aber das ist ein tolles Zeugnis. Eben für die Zeit, zu der das Ganze hier gebaut wurde. So. Ich weiß jetzt nicht genau, wie wir da hinkommen. Hier nochmal eben die Seiteneindrücke. Ich schlage mich da jetzt irgendwie hier durch das Gebälk, denn anders kommen wir hier ganz bestimmt nicht voran. Kann ich mir nicht vorstellen. Und an der Straße hier kann man auch nicht irgendwo mehr anhalten. Hier ist noch irgendwie mal von irgendwem so ein Teich angelegt worden, möchte ich sagen, mit Silofolie. So. Ach, irgendwie sowas wird es gewesen sein. Soll uns nicht weiter interessieren. Gut. Ich gehe hier durch. Und wenn ich da hinten irgendwo was Schönes auftue, dann nehme ich euch wieder dazu. Ja, und da haben wir auch schon die ersten Strukturen hier. Ich hatte vorhin gar nicht erwähnt, wie viel hier produziert werden sollte in diesen Anlagen. Und zwar ist man davon ausgegangen, dass man im Monat aus 6000 Tonnen Rohmaterial eben entsprechend diese 700 Tonnen Benzin, 2000 Tonnen Diesel gewinnen kann. Und wir hatten ja drüben auch schon angesprochen, dass dieses fertige Produkt in Stahltanks gelagert wurde. Hier haben wir schon mal einen so einen Sockel, wo so ein Stahltank dann drin lagerte. Ihr müsst euch dann vorstellen, hier quasi war dann der Stahltank drin. Da hinten müsste das Gegenstück von diesem Sockel sein. Hier hinten sehe ich jetzt gar nichts mehr, ob da noch was ist. Wir haben das hier vorne aber noch mal auch schöner erkennbar. Die beiden Sockel sind nämlich noch entsprechend vorhanden. Seht ihr hier? Ja, hier seht ihr ganz klar diese Rundung, wo eben dieser Stahltank drin lagerte mit dem fertig raffinierten Produkt. Da hinten geht es weiter und da kommen wir dann auch noch mal zu den entsprechenden Betontanks. Wie viele Stahltanks hier lagerten, das ist glaube ich auch nicht bekannt. Wir sehen hier auf jeden Fall da und da auch noch mal so eine Lagermöglichkeit. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal 3 Stück hier, die wir hier verorten können. Wie viel waren das bei dem anderen? Waren das 8 Stück sogar? Ja, also es werden noch einige mehr gewesen sein. Hier haben wir auch noch mal so ein Ding mitten in der Walachei. Ja, ich gehe hier weiter durch. Da vorne, da seht ihr schon was. Wenn ich da näher dran bin, schalte ich euch wieder dazu. So, eine Schneise der Verwüstung hinter mir hergezogen. Guckt euch das an. Hier kommst du gar nicht durch. Das wird auch der einzige Eindruck sein, den ich euch hier von Ofen 1 und 2 noch präsentieren werde. Der Rest liegt da vorne runter. Wir haben hier noch 4 weitere dieser Tanks. Die sind allerdings auch, wie bei Ofen 3 und 4, sind die gesprengt worden bzw. abgetragen worden. Die sind dann vielleicht irgendwie auf der Höhe, befinden sich da vorne. Gehen wir jetzt nicht durch. Das hat hier wirklich keinen Nährwert. Die Dinger haben wir vorhin vernünftig betrachten können. Das hier ist die Besonderheit, dass das hier der einzige Tank ist, der von der Höhe noch erhalten ist, so wie er mal war. Das heißt, da oben, wo ihr diesen Vorsprung letzten Endes seht, da war dann auch wirklich das Dach quasi des Tanks erhalten. Oder ist da erhalten, das Dach ist nicht erhalten, aber das ging eben bis da oben hin. So, das Ganze war mal abgedeckelt mit einer Betondecke, aller Wahrscheinlichkeit nach. Diese Betondecke ist dort aber auch nicht mehr erhalten. Um euch das jetzt zeigen zu können, ja, dann müsste ich da irgendwie außen rum, da oben hoch.
Vielleicht auch nicht. Seht es mir nach, wenn ich da jetzt nicht unbedingt noch filme. Ich glaube, so erhellend wird es dann auch nicht sein. Ja, bessere Eindrücke kann ich euch jetzt nicht noch liefern von diesem Tank. Ich bin da doch noch mal eben so ein bisschen hochgegangen, habe mir dann noch keine Ruhe gelassen. Ihr seht das Teil, ja, und wir sind halt hier direkt stark befahrene Straße. Ich kann hier wirklich ganz schlecht parken. Ich stehe da hinten links. Mache ich euch gleich vielleicht noch mal eben kurz eine Impression von. Auf jeden Fall befand sich hier gegenüber der Anlage auch wohl irgendwo dort, das kann ich natürlich nicht genau sagen, befand sich der Verladebahnhof bzw. der Bahnhof Bürgerhof der Extertalbahn. Und darüber konnte man dann letzten Endes auch die hier gewonnenen Produkte abtransportieren. Von der Bahnlinie mache ich euch gleich noch mal ganz kurz eine Aufnahme und dann gibt es eine Abmoderation. So, ich muss jetzt zusehen, dass ich wieder zu der Karre komme. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, man stolpert doch immer mal wieder noch über so Kleinigkeiten. Hier haben wir noch mal ein bisschen Beton. Hier haben wir auch irgendwie eine Aussparung in der Geschichte. Das Ganze ja, befindet sich hier so an dem Berghang. Das ist natürlich in diesem Fall, hier liegt auch noch mal so eine Betonplatte. In diesem Fall glaube ich ein bisschen einfacher hier, weil hier war jetzt in dem Sinne kein Steinbruch, sondern das hat man hier extra dafür angelegt. Also muss ich davon ausgehen, dass dieses hier eben auch zu der Anlage Ofen 1 und 2 gehörte. Hier vorne seht ihr noch mal die Lager für die Stahltanks. So, weiter geht's. Bis gleich. Hier vorne habt ihr die Baracken. Links in dem Bereich sind die Tanks. Und hier gegenüber haben wir dann auch schon diese besagte Bahnstrecke. Wenn das also alles so ist, dass sich der Bahnhof hier in der Nähe befunden hat, ja, dann kann das hier im Endeffekt dieser Bereich gewesen sein. Hier haben wir noch so eine kleine, ja, weiß ich nicht, ich habe hier mal so eine Signalanlage oder sowas stand. Das ist natürlich möglich, auf jeden Fall. Habe ich es euch erwähnt. So, pass auf. Da geradeaus stehe ich nämlich mit der Karre quasi auf so einem Zufahrtsweg hier zu den Feldern. Das machte mir aber nicht den Eindruck, dass da jetzt irgendwer reinfahren will. Deshalb habe ich da mal eben kurz angehalten und den Hund da gelassen. Ja, es kann natürlich sein, dass ich jetzt den einen oder anderen kleinen Aspekt hier bei der Anlage nicht berücksichtigt habe. Guckt, wenn euch das interessiert, bei dem Manfred noch mal rein auf die Seite. Ich gebe euch da den Link entsprechend in die Videobeschreibung. Und ich möchte mich jetzt auch hier verabschieden von Ofen 1 bis 4 quasi. Lasst gerne ein Abo da, gebt dem Video ein Like, schreibt was Zielführendes in die Kommentare. Ihr könnt mich auch unterstützen mit einer Kanalmitgliedschaft oder einer PayPal-Spende. Es bringt den Kanal auf jeden Fall weiter. Ich wünsche euch alles Gute und bis die Tage. Ciao.